Ich kann dieses große E-Moll-Präludium von Bruhns jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr als reines Orgelstück sehen. Und meine Interpretation als Orgelstück hat sich auch ganz stark verändert, jetzt nachdem ich weiß, wie es auch funktioniert, wenn man es als Geigensonate sozusagen spielt. Ja, Nikolaus Bruhns ist eine besondere Figur der norddeutschen Orgelmusik. Er hat 1665 bis 1697 gelebt, ist also relativ früh schon verstorben und ist insofern sehr bedeutend für uns Organisten heute, weil er bei Dietrich Buxtehude gelernt hat. Also in St. Marien in Lübeck war er einer der wichtigsten und berühmtesten Schüler von Dietrich Buxtehude, hat dort auch die Lübecker Geigenschule kennengelernt, also dort auch Streichinstrumente kennengelernt, hat dann in Kopenhagen kurz gewirkt und war hauptsächlich in Husum in St. Marien. Die Idee, ein Stück von Bruhns, nämlich das große E-Moll-Präludium, zu transkribieren in eine Fassung für Violine Solo und Basso Continuo, ist aus 2 Punkten heraus entstanden. Einmal in der Mitte dieses Präludiums gibt es ein Stück, wo auf überrepetierten Achteln, die man dann meist mit der linken Hand spielt, in der rechten Hand immer noch so schnelle 32. Noten dazukommen, also gebrochene Akkorde werden gespielt. Und fast jeder Orgellehrer erzählt dann immer, ja, das ist wie, wenn man mit einer Sologeige einen virtuosen Solopart spielt. Und ausgehend von dieser musikalischen Idee registriert man dann meist, dass mit einem Register, was einer Geige relativ ähnlich kommt im Klang. Das ist der eine Punkt, der sozusagen angeregt hat, was wäre denn eigentlich, wenn das ganze Stück vielleicht unter dieser Brille sozusagen betrachtet wird, nicht nur dieser kleine Mittelpart. Wir wissen, dass Bruhns sehr gut auf der Geige gewesen sein muss. Er hat sehr anspruchsvolle Geigenparts gespielt und hat das in Lübeck, in der sogenannten Lübecker Schule erlernt, wo vor allen Dingen, das war typisch in Norddeutschland, dass die Geiger auch mehrstimmig gespielt haben. Also mehrstimmig im Sinne von nicht nur eine Stimme, sondern auch mal 2 Töne oder sogar 3 Töne, also auch akkordisches Spiel auf der Geige. Und das war eine Unterscheidung zur süddeutschen Streichertradition zum Beispiel. Und dann gibt es in der musikalischen Ehrenpforte von Johann Mattheson eine Passage über Bruhns, wo er beschreibt, dass Bruhns dafür berühmt gewesen sein soll, dass er so gut Geige gespielt hat, auch mehrere Griffe gleichzeitig, also mehrstimmig spielen konnte und sich selber dazu auf dem Pedal der Orgel begleitet hat. Und damit war bei mir sozusagen diese Idee geboren, was wäre wenn, also was wäre denn, wenn man jetzt dieses Orgelstück nimmt und das wirklich einmal umarbeitet und ausprobiert, wie verändert es sich, welche neuen musikalischen Ideen bekommt man? Ist es überhaupt möglich, das aus dieser Geigenbrille sozusagen zu betrachten? Der Ausgangspunkt war, ich nehme dieses Orgelstück und schreibe mal. Und ich schreibe es mal um und versuche, wie weit komme ich und welche Fragen begegnen mir dann beim Schreiben. Und es ist nicht so, dass man einfach die oberste Stimme nimmt und das für eine Geige aufschreibt und dann die unterste Stimme nimmt und das für die Orgel sozusagen lässt und damit ist das Stück fertig bearbeitet. Das funktioniert nicht, sondern man muss schon an sehr, sehr vielen Stellen immer wieder neue Fragen beantworten. Also kann die Geige das spielen? Kann die diese 2 Töne, kann die diese 3 Töne zusammenspielen oder geht das vielleicht gar nicht? Ist es besser, wenn ich den einen Ton weglasse? Fehlt der dann nachher in der Musik? Oder zum Beispiel die Fuge als kontrapunktischer Teil dieses Werkes. Wie viel kann die Geige dann spielen? Was spielt die Orgel? Was fällt weg von den Fugenstimmen, die ja in der Regel 4stimmig sind? Und was ist verzichtbar, was ist nicht verzichtbar? Das sind also viele Diskussionen, die man da mit sich führt. Zum Teil habe ich auch Stimmen in andere Lagen gelegt, damit eben was nicht wegfällt, aber dass es trotzdem spielbar bleibt und so weiter. Und ich bin nun gar kein Geiger, also ich bin reiner Organist und da bin ich Gabriele Steinfeld, die man dann jetzt auf dem Video dann gleich auch sieht und hört, sehr dankbar, weil die hat dann immer als Ratgeberin sozusagen die Geigenstimme von mir bekommen, drüber geschaut und gesagt, ja Thorsten, an der Stelle, das funktioniert gar nicht, das kann eine Geige nicht spielen und
das ist aber super, so kann man es sehr schön spielen. Und so haben wir das sozusagen dann gemeinsam entwickelt, dass auch eine sinnvolle Violinstimme herausgekommen ist. Die Stimmung der Orgel beschäftigt uns ja hier immer, weil wir immer wieder aufpassen müssen, in welcher Tonart spielen wir eigentlich und geht das. Und das Stück in E-Moll zu spielen, ist so grenzwertig, dass man sagen muss, das kann man eigentlich nicht guten Gewissens machen, denn es weicht doch an vielen Stellen nach H-Dur aus, es kommen auch Fis-Dur-Klänge vor und so weiter. Und die sind so scharf und unangenehm in dieser Stimmung hier in Cosme, dass man das große E-Moll von Bruhns und auch das kleine eher nicht in E-Moll spielt, sondern einen Ton tiefer in D-Moll. Und so spiele ich also auch in D-Moll, also transponiert. Da fallen diese Schärfen dann fast gar nicht mehr auf. Und die Geige muss in einer anderen Tonart spielen, damit wir uns auf einer Stimmtonhöhe treffen, weil die Orgel ja in 493 Hertz klingt. Das heißt, die Geigenstimme ist in E-Moll notiert und spielt in 440 und so treffen wir uns dann auf einer Tonhöhe. Also natürlich, wenn man die Erfahrung hat, die Orgel ist mitteltönig oder leicht modifiziert mitteltönig gestimmt, dann muss man eigentlich sehr genau wissen, was wurde denn modifiziert, um dann auch wissen zu können, was geht und was geht nicht. Weil man kann verschiedene Töne in der mitteltönigen Stimmung modifizieren und das hat aber eben unterschiedliche Auswirkungen, welche Akkorde und Tonarten dann noch akzeptabel klingen und welche nicht. Und letztlich ist da mein Rat immer das Stück einmal ausprobieren und schauen, ob es geht oder nicht. Also ich habe gehofft am Beginn dieser Arbeit, dass am Ende vielleicht herauskommt, dass ich einen neuen Blick auf das Stück gewinne, dass man erkennt, dass Bruhns als sehr guter Geigenspieler dieses Instrument immer mitgedacht hat. Also dass er sozusagen nicht nur als reiner Organist an der Orgel komponiert und improvisiert hat, sondern auch als Geiger immer wieder auf diese Musik geschaut hat. Und ich finde, das ist zu 100% am Ende der Arbeit auch rausgekommen. Ja, das ist total spannend und das war eigentlich der größte Effekt auch dieser ganzen Arbeit, also dieses Stück umzuarbeiten, dass man auf komplett andere musikalische Ideen und Lösungen kommt. Also das große E-Moll-Präludium von Bruhns wird von den meisten Organisten als Sturm- und Drangstück bezeichnet, sehr dramatisch gestaltet mit oft großen, massigen Registrierungen, vor allen Dingen auffällig in der letzten Fuge, die dann so als großer Schlusspunkt gesetzt wird und am Schluss wirklich meist das Plenum mindestens, wenn nicht noch große Zungenregister hinzugezogen werden, um es wirklich zu einem fantastischen Schluss zu gestalten, das Stück. Wenn man das jetzt mit Geige solo plus Basso Continuo spielt, ist man naturgemäß als Organist sehr eingeschränkt. Also man kann ja nicht mit dem Plenum die Geige begleiten. Und die Figuren kriegen einen ganz anderen Charakter. Also zum Beispiel diese Schlussfuge hat ja dam, da, da, dam. Und das kann man auf der Orgel auch sehr massig und laut spielen und es überzeugt auch. Aber die Geige spielt es komplett leicht und federnd und leise und zurückhaltend. Und dadurch kriegt gerade diese Schlussfuge einen ganz anderen Charakter. Die erste Fuge mit dem chromatischen Thema, mit den halben Noten, kriegt so einen Konsortcharakter und man hört, wie schwierig das ist, mehrstimmig auf der Geige wirklich verschiedene Stimmen, verschiedene Themen zu spielen, Chromatik plus Repetition von anderen Tönen und so weiter. Und dadurch kriegt diese Fuge wirklich so was mühevolles, Arbeitendes und das ist ein ganz wichtiger Hinweis für die Interpretation auf der Orgel oder zumindest eine neue Perspektive, die man gewinnen kann.
Wenn wir die norddeutschen Werke spielen, haben wir in der Regel überhaupt keine Hinweise, wie überhaupt registriert wurde. Das heißt, wenn man als Organist ein Solowerk des norddeutschen Barock spielt, dann ist man vollkommen frei in den Entscheidungen. Natürlich sind wir geprägt durch Aufführungshistorie und durch das, was wir durch Lehrer und Lehrerinnen erfahren haben und was wir in Konzerten gehört haben und so weiter. Das ist sozusagen immer das Gepäck, was wir so mittragen und von dem man sich manchmal aber auch frei machen muss, um das Stück neu zu betrachten. Wenn man jetzt ein Stück, egal welches, mit einem Soloinstrument zusammenspielt, ist man auf einer großen Stadtkirchenorgel naturgemäß erstmal eingeschränkt, weil die Orgel sonst einfach viel zu laut ist und man das Soloinstrument nicht mehr hört. In der Fassung, die wir jetzt aufgenommen haben, ist es so, dass ich mich eben auf einige wenige Grundstimmen beschränkt habe, um eben die Geige nicht zu übertönen, aber gleichwohl trotzdem verschiedene Farben zu verwenden, die die Orgel dann trotzdem ja auch bietet. Und es ist so, dass also das Gedakt 8 im Oberwerk an weiten Strecken die Geige begleitet. Die erste Fuge ist aber mit der Quinta Dena, 8 Fuß im Rückpositiv, die einen etwas raueren, obertönigeren Klang hat und sich sozusagen mehr zu so einem Streicherkonsortklang verbindet. Zwischendurch begleitet aber auch das Krummhorn im Brustwerk diese eher ländlerisch-folkloristischen Teile und an einigen Stellen, wo der Bass richtig auch kräftig sein soll, kommt auch mal der Dulcian 16 Fuß im Pedal zum Einsatz, so dass man also trotz der geringeren Dynamik auch die Vielfarbigkeit der norddeutschen Orgel transportieren kann. Meine Hoffnung ist, dass wenn Leute sozusagen diese Fassung jetzt hören, diese andere und vielleicht sogar die Chance haben, auch das Original noch daneben zu hören, dass jede erkennt und hören kann, wie unterschiedlich und flexibel diese Musik des Stilus Fantasticus zu interpretieren ist. Und dass vielleicht sowohl Organisten, Organistinnen, Kollegen als auch Zuhörer und Zuhörerinnen diese Erfahrung mitnehmen, dass es nie nur eine Interpretation gibt und auch nicht nur eine Sichtweise, sondern dass man eigentlich von vielen verschiedenen Blickwinkeln auf diese Werke schauen kann und sie deswegen auch jedes Mal neu interpretiert werden können und damit eigentlich permanent lebendig bleiben. Man ist nie fertig mit dieser Musik, weil neue Orgel, neuer Raum, neue Zuhörer, neuer Organist, neue Organistin und sofort entsteht eigentlich auch neue Musik.